Ja, ihr Lieben, hallo zusammen. Hier kommt er, der Brief von deinem Leben. Wir nehmen die Perspektive ein des Lebens und ich erzähle euch, was hier im Kartenblatt liegt, auf was das Leben uns aufmerksam machen möchte. Denkt dran, das ist eine kollektive Legung. Ja, guckt mal. Das Wichtigste sind wir, schlägt schon mal auf der ersten Position. Wir bringen hier was in Bewegung, und zwar alles, was uns am Herzen liegt. Ne? Wir brauchen, sagt uns das Leben hier, ein bisschen Expansion in den Dingen, an denen wir arbeiten, ein besseres Gleichgewicht in allen Dingen, die uns am Herzen liegen. Und an sich sieht es hier so aus, als das Leben uns auffordern möchte, wow, alles ein bisschen auf Stabilität zu planen, alles ein bisschen auf Stabilität zu setzen. Ne? Hier liegt der Halt, die Verankerung, die Verbindung, die liebevoll sind, die Verbindung zum Umfeld, zu den Leuten, die wir schätzen und lieben. Es sieht hier aus, dass alles auch so ein bisschen ein besseres Fundament kriegt. Hier kommen gleich alle Lebensthemen mit, ne? Der Baum liegt in seinem eigenen Haus drin. Hier geht es sehr um die Verwurzelung, um das Wachstum, um eine stabile Basis, um lange Zeiten. Und das Leben möchte auch, dass wir hier bereit sind, uns neue Kapitel zu öffnen. Keine Angst vor Verstrickung zu haben oder dass uns etwas nicht genehmigt wird vom Universum oder dass wir denken, wenn wir hier ein neues Kapitel eröffnen, dann scheitern wir, oder wenn wir einen Weg wählen, zu dem wir nicht anscheinend nicht genug Infos oder Instruktionen haben, dann würde das sich vielleicht nicht gut gestalten. Das habe ich hier gar nicht. Also die ersten Karten, in die gucken wir alle rein. Sozusagen der Überschrift dieses Briefes: Da möchte das Leben dir eine stabile Basis zeigen und am Ende, wie du dein Herz noch bereichern kannst. Das sieht nach einer Umbruchsphase aus für die, die sehr instabil waren oder, ja, ich nenne es mal so, die keine stabilen Zeiten hinter sich haben, also keine stabilisierende Zeit, unsichere Zeiten. Das Leben sagt hier auch, gönn dir was. Ja? Wir haben die Finanzen im Haus der Blumen drin, im Prinzip mit der Herzkarte mit uns zusammen. Das sind auch so, erfüll dir mal einen kleinen Herzenswunsch. Auch wenn du das investierst du das in dich selber. Das können viele kleine Dinge sein, das muss nichts Riesengroßes sein. Möglicherweise sagt das Leben hier auch, gönn dir das, was dir sehr am Herzen liegt. Möglicherweise etwas, was du dir schon als Kind gewünscht hast oder wo hier irgendwie auch eine Verletzung liegt aus Kindertagen. Ne? Man wünscht sich was, man kriegt es nicht, es ist zu teuer oder sowas alles. Ne? Hier gibt es sehr viele Themen, die aus der Kindheit mit verankert sind. Themen, bei denen man schon auch gut selbst manifestiert hat, dran gearbeitet hat, etwas in eine verbindliche Richtung ins Wachsen gebracht hat. Man hat sich hier eine Lösung erarbeitet. Man hat an Beziehungsthemen gearbeitet. Und es geht hier um das ganze Umfeld, um alle tragende Themen mit. Ne? Für vielen liegt die Lösung hier auch näher, als sie denken. Sie liegt nämlich in der Umgebung schon vorhanden. Das ist nichts, was man noch sucht, sondern wo man im Moment einfach vielleicht nicht so richtig den Blick drauf hat. Und wenn ihr euch das hier so ein bisschen anguckt, da braucht man keine Karten legen können.
Die Lösung liegt hier am Beruf, an der Beziehung, am Leben, am häuslichen Bereich dran. Also eine Lösung, die viele Bereiche abdeckt, durch einen kleinen Schritt in eine andere Richtung. Unsere Lebensreise wird angezeigt. Für viele steht vielleicht sogar eine komplette, wie sagt man denn da, neue Lebensphase an, weil tatsächlich für irgendetwas die Zeit abgelaufen ist. Ne? Eine Phase, die beendet wurde, eine Sache, die du dir vielleicht lange verwehrt hast, eine Sache, für die du lange gespart hast, sowas alles kann es sein. Und hier kommt so die Möglichkeit dazu. Hier gibt es auch so Hinweise, dass das Leben uns darauf hinweist, dass wir hier in unserer Emotion, in unserem emotionalen Feld uns neue Türen eröffnen können. Für viele kann es hier möglich sein, dass eine Richtungsänderung ist bei den Dingen, wo du auch immer das Gefühl hattest, ich komme hier emotional nicht über den Punkt. Ne? Entweder über den Punkt der Verletzung, den Punkt des Vergessens, den Punkt des Schattenintegrierens dran. Und hier ist tatsächlich die Zeit abgelaufen. Also man lässt was hinter sich. Man kann es so stehen lassen und die Veränderung der Emotion ist hier sogar so, dass man sich längerfristig neue Türen öffnen kann. Hier geht es um all die Lösungen, die sich lange nicht aufgezeigt haben, wo man viel Zeit damit verbracht hat, etwas zu suchen. Ich kann es nur wiederholen, das, was man sucht, liegt hier näher, als man denkt. Und ja, das ist immer noch eine Zeit, wo sich Wege auftun, wo sich Wege verschließen, wo viel Bewegung auch ist, wo man etwas in Fahrt bringt. Allerdings ist es halt auch so, dass man Entscheidungen trifft, die dann wirklich so wirken, dass Hindernisse nicht mehr existieren. Was mir hier sofort irgendwie auffällt, ist, dass man eventuell hier Hindernisse in die Waagschale gelegt hat, die gar keine waren. Also so eine Begrenztheit, weil man einfach gerade nicht darauf gekommen ist, was man so gesucht hat. Und dabei lag es einem schon vor den Füßen. Das könnt ihr so vergleichen mit einem Gegenstand, den man lange sucht. Beispiel habe ich oft mit meiner Brille. Die habe ich auf dem Kopf und suche sie irgendwo. Oder ich habe sie vorne am Pulli hängen und suche sie irgendwo. Also die Lösung liegt näher als man denkt. Hier ist es wirklich Zeit, dass einem wieder das Herz aufgeht, dass eine gute Zeit beginnt. Die Intuition ist sehr hoch, aber nicht so richtig greifbar, weil viel nachgedacht wird. Und hier harmonisieren sich viele Dinge im Beziehungsbereich, in den Verbindlichkeiten. Ne? Das haben wir doppelt. Ich sage euch gleich mehr. Ich habe hier Nachrichten, die wie Geschenke daherkommen, die sehr klärend und bereichernd wirken. Das sind sogar Überraschungsnachrichten, mit denen hätte man nicht gerechnet. Und wir können tatsächlich ein schicksalshaftes Labyrinth verlassen. Was ich habe, ist hier sehr stark auch das Geben und Nehmen. Die Möglichkeit, aus einem Beziehungskonstrukt auszusteigen, das, ich sage mal, viele Irrwege oder Kreisläufe beinhaltet oder wo sich so viel Langeweile auch eingeschlichen hat, dass man auch da wieder Lösungen sucht, die am Ende näher liegen, als man denkt. Wenn du hier Single bist, tatsächlich hast du hier eine schicksalshafte Begegnung liegen, die dich sehr aus deinen Kreisläufen rausreißen kann. Hier wird dir ein Mann geschickt, ein schicksalshafter Partner, sogar ein Lebenspartner. Und
Der hilft dir hier zu Lösung und zu Richtungsänderungen und Stabilität. Für einige kann das aus dem beruflichen Umfeld kommen, für andere sind die Menschen ein bisschen weiter weg, aber sie liegen an der Linie, die eben in diese Zeit passt, die hier jetzt neue Türen öffnet auch irgendwie oder wo es weitergeht, wo man in Bewegung kommt. Und ich habe hier auch, dass im Prinzip die Familienthemen oder diese Familiengeheimnisse oder dieses Unausgesprochene, dass das keine Rolle mehr so spielen wird. Ne? Jeder geht hier seinen guten Weg. Die Schutzkarte liegt hier, ne? Auch auf der Zeit. Das heißt, hier beginnt so eine Zeit, wo man vielleicht viele Veränderungen hat in tragenden Themen, aber wo sich gleichzeitig auch ein stabiles Gefühl von Sicherheit einstellt und des Schutzes. Ne? Man kann hier einen finanziellen Koffer abstellen, definitiv. Das heißt, man hat vielleicht Schulden abbezahlt. Das kann man natürlich auch auf den Emotionen, ne? Dass man sagt, so, ich lasse mir keine Schuld mehr geben, die Dinge sind ich kann sie nicht mehr ändern. Aber natürlich liegt hier die Erleichterung auch im finanziellen Bereich. Das ist ein DNA-Thema, das hat was mit dem zu tun, was euch in die Wiege gelegt wurde an Werten, materiellen und auch Vorstellungen über Geld, über Finanzen, über Versorgtsein, über das zu haben, was man braucht und immer auch noch ein bisschen mehr. Oh, das ist echt eine klasse Legung, denn wir haben hier Aufklärung in dem Bereich des Labyrinthes, das in unserem eigenen Haus liegt. Irgendeine schicksalshafte Drehung, wo man sagt, okay, hier kannst du auch finanziell Erleichterung erfahren. Schicksalshafte Türen, die hier aufgehen. Also schicksalshafte Partner, die ins Leben kommen. Sehr, sehr schön. So, hier unten haben wir jetzt noch die Sense. Da kann es sein, dass wir schneller voranschreiten, als wir denken, dass wir uns auch irgendwo einen Erfolg einheimsen, dass wir eine Verwundung beenden, dass wir eine Verletzung, ja, ich sag mal, gehegt und gepflegt haben, die man jetzt nicht mehr braucht. Man nimmt uns hier das weg. Wir legen uns auf den ersten Platz und wir korrespondieren hier mit dem Schutz während dieser Zeit, wo man aus so, ich sag mal, einer bisschen unsicheren, instabilen Zeit rausgeht und wieder besser den Boden unter den Füßen spürt. Guckt mal, hier haben wir die Freiheit und auch die Ahnenthemen, also Verletzungen in dieser Linie oder auch im Bereich, was man schon in die Wiege gelegt hat, gilt hier als große Befreiung oder wird ebenso angezeigt. Victory. Hier gibt es einen Sieg. Man hat sich durchgeboxt. Wir haben das Element Luft auch dabei. Kann natürlich auch sein, ihr habt hier mit den Sternzeichen Zwillinge, Waage, Wassermann zu tun. Und auch so ein bisschen Wiederenergie. Ne? Man hat sich durchgeboxt, man ist Stein für Stein hoch den Berg erklimmt. Und hier wartet dann so der Ausblick auf alles Schöne. Ihr Lieben, ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Ich drücke euch bis bald.